Herneswaffe in vielen Fällen ist halt einfach schlechter als FEC Gold. Rein von den Stats her. Natürlich gibt es dann noch die Ultimate Boni, die Extra Stats und Ulti plus 5 Basisangriff der Waffe, wodurch die Waffe natürlich trotzdem wesentlich besser ist. Aber rein bezogen zum Beispiel auf Crit-Rate, zum Beispiel bei Build-Poster, wenn du nicht perfekt rollst, nur 1% schlechter, dann hast du schon keine Verbesserung zu FEC Gold, letztes Jahr FEC Gold. Und wenn du es nicht schaffst, sondern du bist 2% schlechter, dann hast du sogar weniger Crit-Rate als mit der Waffe, die über ein Jahr alt ist. Oder die alte, beste Waffe. Herneswaffe ist ja gar nicht die beste, aber irgendwie ist das schon ziemlich stupid. Also ich frage mich ehrlich gesagt, warum irgendjemand freiwillig eine Herneswaffe nehmen würde als Damage-Dealer. Weil in meinen Augen macht eine Herneswaffe eigentlich nur Sinn, wenn man sie wegen Waterbomb benutzen will und eben nicht wegen den 1v1-Effekten. Weil es einfach noch eine bessere Waffe gibt. Klar, wesentlich teurer, Lusaka Crystal. Aber nur um ein Beispiel zu nennen. Jetzt gerade sind auf Burudeng 2 krasse Knuckle im Umlauf oder auf dem Markt. Ein Hernes-Knuckle für 12 Milliarden und ein Lusakas Crystal Knuckle für 17. Und die sind von den Stats her nahezu identisch, also beide sind gut gerollt. Beide sind, glaube ich, Ulti plus 5. Also es kann sein, dass der Lusakas Crystal Knuckle Ulti plus 4 ist. Bin mir jetzt gar nicht 100% sicher. Aber ich glaube, sie sind beide Ulti 5. Beide STR plus 4. Beide Burst Cracker Weckung mit über 20%. Beide mit Crit Damage gestockelt. 15 oder... Ja doch, 15% ist das Maximum bei einer anderen Waffe. Also eigentlich nahezu identisch. Also vermeintlich identisch. So identisch es geht. Und auch gute Bonus-Rolls. Beide mit PvE-Schaden, Schrägstrich Crit Damage, Lebensentzug, Angriffskraft. Also diese 1v1-Werte, die man haben will. Alles da im Endeffekt. Und der Unterschied ist gerade mal 5 Milliarden. Und ich meine, klar, 5 Milliarden das ist nicht wenig Schotter. Aber bevor ich 12 Milliarden für eine mittelmäßige, beziehungsweise für die schlechtere von beiden Waffen ausgebe, nur um dann doch nochmal 5 bis 10% weniger Schaden zu machen, als mit dem Lusakas Crystal Knuckle, ganz ehrlich, da spare ich doch lieber nochmal 5 Milliarden und hole mir dann gleich die beste Waffe und bin fertig. Oder? Oder sehe nur ich das so? Also ich verstehe, woher es Sinn macht, wenn man Dungeons farmt, für den Weg, fürs AOEen, weil jede Klasse, unabhängig davon, ob du jetzt actually AOE-Equipment hast oder nicht, nur mit dieser Waffe allein bist du plötzlich ein, vom Damage her zumindest, guter AOE-DPS. Aber abgesehen davon wüsste ich jetzt nicht, warum man so viel Geld für eine Herneswaffe ausgeben sollte. Vor allem, wenn es halt für deine Klasse sowieso schon grenzwertig ist, eben wie gesagt mit Crit-Rate oder so, dass du im schlimmsten Fall, wenn die Waffe nicht perfekt gerollt ist, du auch noch Crit-Rate verlierst, statt dass du Crit-Rate gewinnst, wie man es ja eigentlich erwarten würde, wenn du erstens ein Vermögen für eine neue Waffe ausgibst und zweitens eine wesentlich höhere Waffe trägst, als die du da vorgetragen hast, also Bloody oder FEC Gold Bloody. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen mein Problem. Und ja, ist jetzt so das aktuellste Beispiel, weil ich sehe das halt voll oft, also die beiden Knuckles sind auch schon gefühlt seit 2 Wochen oder so auf dem Markt. Die kauft natürlich auch kein Schwein, weil kein Mensch so viel Geld hat oder so viel Geld ausgeben will. Aber ich meine nur, also me personally, ich würde mir keine Herneswaffe kaufen. Also wenn ich mir jemals eine Waffe kaufe, dann direkt Crystal. Außer natürlich für Elemente oder so. Ich meine, für eine reine AOE-Klasse, da ist Hernes natürlich das Beste vom DPS. Aber für eine Nicht-AOE-Klasse eben nicht. Für eine Nicht-AOE-Klasse würde ich immer auf Crystal gehen. Wenn ich schon so ein Vermögen ausgebe. Weil vielleicht ist Knuckle auch irgendwie das Beispiel, wo das am schlechtesten zur Geltung kommt. Wenn bei einer Nightwaffe, wenn du so Leviathan vs. Lusaka Crystal Slayer nimmst, oder Heavy Sword, wie auch immer, Heavy Big Sword, whatever. Und da ist natürlich ein bisschen anders, weil da kostet eine cleane Waffe 5, also ja gut, ja, wobei es sind eigentlich auch 5 Milliarden Unterschied, ne? 5,5 Milliarden sind es da Unterschied. Ja, eigentlich macht es wahrscheinlich überall Sinn. Es werden überall so um die 5 Milliarden Unterschied sein wahrscheinlich. Was hab ich es? 5 Milliarden ist nicht wenig Geld, aber ist halt der Unterschied zwischen perfektes Equipment und halt
Gerade mal das zweitbeste. Das ist jetzt absichtlich ein bisschen fies formuliert, aber ihr wisst nicht, ihr wisst es nicht. Ihr wisst es einfach nicht. Und meine Waffe hat tatsächlich maximal einen Border-Bomb-Effekt. Also rein fürs Dungeon laufen wäre meine Waffe besser. Wenn du sie nur für den Weg vom Dungeon nimmst. Weil da hat sie tatsächlich maximal einen Border-Bomb-Effekt. Das ist quasi eine Dungeon-Runner-Waffe, keine 1v1-Waffe. Yeah. Weil da kannst dir ja egal sein, wie viel Quadrate du hast. Und mein Freund. Das heißt, wenn du mit jedem verfeindet bist, ist eigentlich jeder dein Freund. Ja, Mann. Umgekehrte Psychologie, Baby. Einfach jedem ans Bein pissen, dann werden sie alle automatisch auch wieder zu deinen Freunden. So muss das also funktionieren. Deswegen sind die alle so toxisch auf dem FEC-Server. Wir alle tun könnten. Und es würde automatisch in mehr Penya resultieren. Einfach mehr spielen. Einfach deinen Job kündigen, deine Freundin verlassen, dein Auto verkaufen, den ganzen Tag zu Hause sitzen, Bürgergeld beziehen und Flive spielen. Also ich meine, das wäre auf jeden Fall etwas, was du tun könntest. Nur um jetzt mal eins von vielen Beispielen zu nennen. Ist vielleicht ein kleines bisschen drastisch, gebe ich zu. Aber AM oder PM? Am oder Pm? Wisst ihr, wie ich mir früher mal gemerkt habe, ob AM oder PM abends oder mittags ist? Wir haben einfach AM, habe ich einfach übersetzt für mich, am Morgen. PM hat dann halt einfach keinen Sinn ergeben, aber war ja scheißegal, weil du musst ja nur eins wissen. Du musst ja nur wissen, was eins von beiden ist, dann weißt du ja automatisch, was das andere ist. So und nicht anders, Tauli. Hell yeah, baby. Einfach am Morgen. A fucking bisschen Master-Leveln. Wie ich sehe, machen wir alle komplett unterschiedliche Dinge. Keiner am Leveln und erst recht nicht am Master-Leveln. So muss es sein. Das macht Flive so besonders. Du kannst 1 Million verschiedene Sachen machen. Minus 999.999. Sushi essen gehen. Nicht arbeiten. Flive. Das Übliche. Danke der Nachfrage. Dann sind 6.000 Euro. In Prozenten klingt alles schöner, ne? Einfach in Prozenten. Wir spielen auch Flive und reden uns ein, wir wären zufrieden. Damn. Das war jetzt